9 Nächte, 8 absolute Luxushotels in Europa und Asien. Ich begebe mich auf Hoteltour und will herausfinden, wie es ist, wenn Geld beim Reisen keine Rolle spielt. Dabei wird jedes Luxushotel von mir bewertet und am Ende entsteht ein Ranking. Welches ist wohl das Beste? Das Atlantis Royal in Dubai, das Ritz in London oder doch ein deutscher Mitstreiter? Es bleibt spannend. Und damit, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht es im Hintergrund, ich stehe hier gerade vor dem berühmten Burj Al Arab, das inoffizielle 7-Sterne-Luxushotel in Dubai. Es ist auf jeden Fall das teuerste Hotel und ich glaube auch mit Abstand das bekannteste Hotel, was es hier gibt. Ich habe da vor Jahren mal einen Film drüber gesehen und seitdem dachte ich mir, boah, jetzt hier so Hoteltour, das musste mitnehmen. Ich habe hier jetzt eine Nacht gebucht und habe unfassbare 1.540 € bezahlt. Ist auch damit das teuerste Hotel der ganzen Reihe. In dem Hotel gibt es nur Suiten. Ich habe nochmal $100 Hotelguthaben mit dabei. Ich habe Frühstück inklusive und ein Upgrade. Aber das habe ich nicht bekommen. Weil, um ehrlich zu sein, ich war schon drin. Ich bin hier gestern angereist. Es gibt hier so eine separate Zufahrt für das Hotel. Man kommt hier wirklich nur rein, wenn man auch ein Zimmer hat. Und ich wurde quasi reingeschmissen. Habe dann angefangen zu filmen. Und da geht's jetzt los. Es war ein absolut geiler Aufenthalt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Abonniert den Kanal für weitere Hoteltests und Reisevideos. Wir wurden jetzt hier erstmal im Taxi angehalten und dann musste ich meinen Namen sagen und erst haben die gesagt, nee, ich stehe da nicht drauf oder so und plötzlich konnte ich jetzt doch hier durchfahren. Das sieht ja absolut wild aus hier. Ich habe jetzt gerade nur mein Handy in der Hand. Schaut mal hier. Da ist das Hotel. Ja. Thank you so much. Yes, that's my bad. Have a nice day. Bye bye. Okay. Ich wollte eigentlich noch ein gutes Intro drehen. Ich wurde jetzt hier quasi direkt rein verfrachtet, ohne irgendwas machen zu können. Tut mir leid. Hello. I'm good and you? Yes, it's very hot. Thank you so much. You can put the papers in Okay. here. I will bring to you some Arabic coffee and some dates. Okay. Yes, thank you. Bisschen refreshing hier. Oh, Kaffee. Der Kaffee schmeckt hier auf jeden Fall anders. Und jetzt haben wir hier noch so eine Pflaume oder so. Nee, auf den Keks. So sieht hier übrigens die Eingangshalle aus. Schon auf jeden Fall sehr pompös. Ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Hier werde ich jetzt gleich abgeholt und dann geht's hoch zur Suite. Das Burj Al Arab ist mit seinen inoffiziellen 7 Sternen eines der luxuriösesten und teuersten Hotels der Welt. Das Hotelgebäude ist 321 Meter hoch und gilt als eines der Wahrzeichen der emiratischen Stadt Dubai. Für das Hotel begann man 1994 mit der Anlegung einer künstlichen Insel. Zunächst wurde geplant, es direkt an die Küste zu bauen, damit hätte es aber einen viel zu großen Schatten auf das Inland geworfen. Erst 5 Jahre später wurde das Gebäude final fertiggestellt und das Hotel eröffnet. Thank you. Leute, und damit herzlich willkommen hier in meiner Suite im Burj Al Arab Hotel. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Mein Gepäck ist da. Ich muss gefühlt einen halben Marathon laufen, um hier zur Kamera zurückzukommen. Da merkt man erstmal, wie groß das hier eigentlich ist. Ne? Ich habe dieses Hotel so vor 8 bis 10 Jahren mal irgendwo im Fernsehen gesehen und dachte mir, Alter, ist das krass. Also auch krass unnötig, das muss man direkt mal dazu sagen. Aber jetzt bin ich einfach hier. Ich stehe hier direkt am Eingang und filme euch einmal rum. Also das ist quasi hier der Wohnzimmerbereich. Hier geht die Treppe hoch, da oben ist dann das Badezimmer und keine Ahnung, was da alles noch kommen soll. Ich habe es mir auch noch nicht angeguckt. Es ist natürlich verdammt groß hier alles. Also ich meine, ich habe 170 Quadratmeter jetzt bekommen. Es gibt auch noch größere Zimmer. Das größte ist, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall 4-mal so groß nochmal. Aber auch jetzt hier alleine für mich, ohne Witz, die Leute, die da unten standen, die fand ich schon alle sehr interessant. Die waren halt wirklich so richtige, da hast du gesehen, denen ist ja scheißegal. Aber wer bucht sich das denn hier so? Das ist jetzt zum Beispiel eine Standard-Suite für 2 Personen. Es ist natürlich unfassbar geil. Aber man braucht es halt nicht, ne? So, ich fange jetzt mal hier an mit der Roomtour, weil wir müssen die ja auch hinter uns kriegen. Das wird jetzt wahrscheinlich hier eine Sache von 10 Minuten oder so. Hier haben wir einmal Badezimmer Nummer 1. Aha. Sieht doch schön aus. Toilette, hier werde ich wahrscheinlich nie sein. Und ja, die Wände. Also so vom Design her finde ich das jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Es sieht schon irgendwo, also irgendwo hat es natürlich auch ein bisschen was, aber man kann schon sagen, es ist auch irgendwie sehr hässlich, ne? Also meins ist es gar nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Natürlich dieses ganze Gold und so, wir sind hier in Dubai, die stehen ja darauf. Auch bei Emirates im Flugzeug hast du ja auch viel so goldene Accessoires überall rumstehen und rumhängen. Und dann hier mit den blauen Polstern
Ich weiß es nicht. Gut, hier kam ich gerade her. Hier haben wir jetzt meinen Chefsessel quasi, wenn ich irgendwie an den Laptop muss oder so. Zack. Ja, und wenn dann irgendwas ist, ich habe hier direkt vor meiner Tür die Mitarbeiterin sitzen für die 14. Etage und ich habe auch quasi einen eigenen Butler-Service. Also Butler klingt immer so hart. Also in meinem Fall ist es jetzt die Dame, die mich hier auch aufs Zimmer gebracht hat. Wenn halt irgendwas ist, ich irgendwas brauche, irgendwas gewaschen werden muss oder sonst was, dann kann ich das halt über sie machen. Also hier ist wie in vielen Luxushotels in Dubai auch so ein Butler-Service mit integriert. Mega ärgerlich. Ich habe mir eigentlich in Berlin eine neue Badehose gekauft und die habe ich jetzt einfach in München im Hotel vergessen. Und die Badehose war echt schön. So, dann kommen wir hier einmal zum, was haben wir denn hier? Achso, Minibar wahrscheinlich, ne? Was kostet hier denn eine Cola? Ah ja, Coca-Cola 40 Euro. Nee, Spaß, das ist die Dubai-Währung, kann man immer durch 4 teilen, aber trotzdem Coca-Cola 10 Euro. Ich bin gerade am Überlegen, es kann sein, dass die im Ritz sogar noch teurer war. Ja, wobei alles über 7 Euro ist schon eine Frechheit, ne? Naja, dann gehen wir mal hier weiter runter. Hier haben wir ein paar Schränke. Das ist dann vermutlich die Minibar. Ja, ganz nett. Und hier haben wir noch mehr Minibar. Genau. Ich habe $100 Hotelguthaben mit inkludiert und da ist auch die Minibar drin, also ja, kann ich mir auf jeden Fall gleich was gönnen. Was auch lustig ist, ein YouTuber aus Deutschland, El Mago, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen bestimmt, und der kommt mich gleich besuchen, weil der war hier auch noch nicht in dem Hotel. Habe ich wenigstens ein bisschen Gesellschaft. Hinter mir ist der Fernseher, dann haben wir hier einmal ein schönes, ja, ist ganz bequem, aber das Sofa, also ich habe noch nie so ein hässliches Sofa gesehen. Oder was sagt ihr zu diesem Prachtstück? Ja, naja, weiter geradeaus. Lampe. Also hier könnten auch wirklich 50 Personen drin schlafen. Ohne Witz. Jeder bringt seine eigene Matratze mit und fertig. Die Aussicht gefällt mir hier schon ganz gut. Wir haben immer da vorne wieder das Burj Khalifa Gebäude. Das ist das höchste Gebäude der Welt. Und ich sehe sogar auch den Emirates Tower, wo ich gestern geschlafen habe. Ja, und wenn man dann hier runter guckt, da unten ist der Outdoor-Pool. Da werde ich gleich auf jeden Fall auch noch hingehen. Ich glaube, da habe ich das Video vermutlich noch angefangen. Ich werde jetzt gleich noch das Video anfangen, entweder da oder auf der anderen Seite, da unten am Strand. Das gehört hier nämlich alles dazu, soweit ich weiß. Ich bin jetzt hier auf der 14. Etage. Es geht noch deutlich höher und das hier ist auch schon, also das Gebäude ist auch wirklich verdammt hoch, ne? So, das war's jetzt eigentlich mit dem unteren Bereich und ich finde, es wird jetzt Zeit, ach so, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier kann man natürlich auch königlich speisen. Das sieht auch wirklich aus wie bei den Königen. Hier haben wir dann einen Apfel, Orangen, ach so, hier liegen auch so ein paar Pralinen, die sind natürlich alle mit drin, ne? Ich glaube, da ist krokant drin. Lecker. Okay, weiter geht's. Hier geht's jetzt hoch. Hier war noch irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das so eine... Was haben wir hier hinter? Das ist einfach nur eine Abstellkammer. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wir gehen jetzt hier mal nach oben. Die Treppe finde ich eigentlich ganz schick. Also zumindest deutlich schicker als das Sofa. Ey, die ganzen Spiegel hier verwirren mich. Hier sind bestimmt 12 Spiegel drin. Hier geht es dann auch schon weiter mit dem nächsten Spiegel. Moinsen, um da hinten auch dann weiterzugehen zum nächsten Spiegel. Was geht ab? Alter, ist das verrückt. Junge, Junge, Junge. Das sieht so crazy aus. Ach, hier ist dann das Hauptbadezimmer. Alter. Boah. Das ist wirklich das Krasseste, was ich hier gesehen habe. Also mehr geht ja auch eigentlich nicht. Es ist zwar auch hier, muss ich sagen, designtechnisch ausbaufähig, aber es ist schon verrückt, ne? Es ist auch wirklich alles blitzeblank. Ich habe einen Kommentar gelesen, da meintet ihr, ich soll eine UV-Lampe mitnehmen. Ich habe das auch tatsächlich überlegt, aber ich sehe mich jetzt nicht so als diesen absoluten Hoteltester, der so penibel so die Matratzen umschmeißt und guckt, ob da irgendwelche Pissflecken drauf sind und so was, sondern ich möchte einfach eine Staffel drehen, um Einblick in Luxushotels zu geben und da soll es dann mehr so um das Zimmer, ums Essen gehen und ich will da nicht so alles auseinandernehmen. Alter, wow. Auch nicht schlecht. Achso, jetzt bin ich hier gerade weggerannt. Hier haben wir dann noch eine Waage auf dem Boden. Hier kann man sich hinsetzen. Hier haben wir 2 Waschbecken, noch ein Waschbecken. Dusche habe ich eben ja schon gezeigt und so ein Whirlpool. Ich bin ja auch nur eine Nacht hier und habe wahrscheinlich gar nicht die Zeit, das alles testen zu können. Auch geil, hier haben wir 2, okay, das ist natürlich schon cool. Das ist ein Parfüm von Hermes. Ist ja auch schon eine teure Marke, ne? Also das wird doch bestimmt, weiß nicht, 100 Euro kosten. Muss ich dann in Deutschland ganz schnell verkaufen, bevor ich Insolvenz anmelden muss. Ja, schaut doch mal hier, ein schickes Parfüm. Hier haben wir noch irgendwann Aftershave, natürlich auch von Hermes. Ich merke schon, so langsam hole ich hier meine 1,5 wieder rein. Lustig wäre jetzt, wenn man das gar nicht aufmachen darf und dass mir jetzt alles noch on top berechnet wird. Wow. Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ja, auch schön, das wird natürlich alles mit nach Hause genommen. Machen wir mal hier das Wasser auf. Ja, schön. Hier haben wir noch was, natürlich auch von Hermes. Das ist jetzt das Schlafzimmer und hier haben wir dann die Schminkecke für die Ladies. Wahrscheinlich sind hier die Schränke alle leer. Ist hier irgendwo was drin? Ich schau mal kurz einmal durch. Nee, irgendwo muss noch der Safe sein. Hier haben wir den Burj Al Arab. Oh, der ist geil. Also, okay, geht. Achso, nee, den kann man kaufen. 2000 AED. 500 Euro. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Und hier die Latschen. Auch nicht so ganz mein Stil. Die erinnern mich total an diese Brasilien-Latschen von früher. Kennt ihr die noch? Und dann haben wir es jetzt gleich auch geschafft.
Das letzte, was jetzt noch fehlt, ist hier mein Schlafzimmer. Ja, auch wieder mit einem schönen Ausblick natürlich. Und hier haben wir dann das Bett. Ja, hier liegt irgendwas. Ach so, genau. Für die Umwelt, ne? Ja, genau. Die Umwelt, ne? Für die Umwelt. Hier, alles hier für die Umwelt. Ja, die Umwelt, ne? Kurzer Bettcheck. Ach, da oben an der Wand ist sogar ein Spiegel. Wofür ist denn dieser Spiegel? Okay. Roomtour ist abgeschlossen. Ich werde jetzt gleich erstmal zum Outdoor-Pool gehen, mir vorher noch eine Badehose besorgen und da irgendwas essen. Und dann schauen wir mal, was hier noch so geht. Jetzt wollte ich mir hier gerade eine Badehose kaufen, ne? Schätzt mal, was die hier kostet. Einfach 250 €. Ich kaufe mir jetzt irgendwo anders eine. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade auf der Suche nach einer Badehose. Hinter mir seht ihr das Burj Al Arab. Diese Strände hier gehören alle dazu, also die kann ich auch verwenden. Ich bin gleich mal auf die hintere Seite da gespannt. Aber um das auszuchecken, die Poollandschaft, hier gibt es glaube ich auch einen Wasserpark. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da heute rein muss, weil ich bin morgen auch im Atlantis The Royal und da ist der größte Wasserpark Dubais, deswegen skippe ich das hier wahrscheinlich. Naja, ich brauche erstmal eine Badehose und ich kaufe keine Badehose für über 50 €. Deswegen laufe ich jetzt zur nächsten Mall. Badehose gefunden, 22 €, also habe ich 228 € gespart. Gerade noch mal gut gegangen. Es ist so unfassbar, ne? Wenn man noch nie hier gewesen ist, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Wir haben gerade 39 Grad und dazu dann auch noch diese pralle Sonne. Es ist so heiß, ich bin so am Schwitzen. Gehst 10 Meter und bist am Schwitzen. Was wirklich heftig ist, die ganzen, die hier mitarbeiten, die kennen alle meinen Vornamen. Wirklich jeder, als hätten die ein Foto von mir und müssten das aus... Also ohne Witz. Ich weiß zwar, dass das manchmal so ist, aber hier ist es wieder so... Ich check das nicht ganz. Diesen Typen gerade am Eingang, das war nicht der gleiche von eben. Und er guckt mich so an, ich so, I have room there. Und er so, yeah, Alexander, right? Ich so, hä? Keine Ahnung, wie das geht. I ate one apple here. Thank you. You're very welcome. Hier wird die ganze Zeit geklingelt und immer kommt irgendwas Neues an. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich sitze hier gerade noch, weil ich noch was am Laptop machen muss, sonst wäre ich schon längst unten. Und jetzt schaut mal, was hier gerade ankam. Hier noch ein paar weitere Pralinen, ganz viele so Snacks. Alter, sieht das aus, ey, interessant. Und natürlich hier auch eine Weinflasche, die ist bei mir mit drin. Oder ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob das immer Standard ist. Burj Al Arab. Bei Montes. Da knallen wir uns doch mal eben hier locker lässig aus dem Leben. Achso, und das kam davor an. Man bekommt hier immer um 20 Uhr so ein Abend-Snack-Dinner aufs Zimmer. Oder einfach so ein paar kleine Snacks. Allerdings heute am Montag, falls ich das richtig verstanden habe, kommen dann irgendwie so, ja, so Teesorten oder so. Keine Ahnung, aber ich bin später wahrscheinlich eh nicht da. Ich probiere jetzt mal so ein paar, was hat sie gesagt? Canapés, glaube ich. Oh, hier ist, glaube ich, auch Kaviar drauf oder sowas. Ja, der schmeckt sandig. Schaut mal hier mit Kaviar und Lachs. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Aber ich brauche was Richtiges. Ich habe heute einfach noch nichts gegessen. Probieren wir mal noch eben hier den Burj Al Arab Wein. Danger, ne? Kurzer Real Talk, Leute. Und zwar, immer wenn ich unterwegs bin, es ist halt so, oftmals bekommt man dann im Hotel was zu trinken. Man sitzt abends im Restaurant. Ich trinke ja auch immer mein Bierchen. Und wenn ich jetzt so wie in den letzten 30 Tagen, 18 Tage gar nicht zu Hause bin, sondern immer irgendwo, ich kann ja nicht jeden Tag was trinken. Und manchmal habe ich mich dann schon so dabei erwischt, wo ich dachte, boah, Digga, heute brauchst du heute nichts trinken. Du hast doch schon gestern und vorvorgestern immer so klein mal zwischendurch halt im Hotel. Oder versteht ihr? Also, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Aber ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ja, der ist super, ey. Ah, komm, da hier noch was. Okay, Spaß. Oh, ist das eine Hitze, ey. Checken wir mal den Poolbereich aus hier. Ein paar Sitzmöglichkeiten. Oh, das sieht aber alles hier ein bisschen in die Jahre gekommen aus, muss ich sagen. Das Gute ist, die Sonne geht gleich unter. Das heißt, es ist nicht mehr so heiß. Aber ich muss jetzt erstmal ganz dringend was essen. Es sieht schon wirklich sehr nice aus, aber es ist halt nichts los. Schaut mal hier. Das gehört einfach alles zu dem Dingen hier. Hier wird auch mal klar, wie hoch das eigentlich ist. Where's the restaurant? Center. Yes, thank you. So, ich hoffe, ihr habt es gehört. Da hinten ist das Restaurant, da gehe ich jetzt erstmal rein. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall Platz genommen auf einer der Liegen. Hier gibt es ganz viele. Und vor allem hat man dann jetzt hier diese schöne Poollandschaft. Hinten geht die Sonne unter. Ich war auch gerade schon hier im Wasser. Ask yourself, is this right? Stand your ground. Schaut mal, Leute, da vorne. Da ist übrigens mein nächstes Hotel. Und zwar genau das. Das ist das Atlantis The Royal, das ganz neue. Und daneben ist das normale, das alte Atlantis. Das wollte ich ja eigentlich auch noch abchecken. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier rauf. Auf Burj Al Arab. Und jetzt gleich kommt Mats vorbei und dann gehen wir hier was essen noch. Und mal gucken, was heute noch so geht, ne, hier in Dubai. Auf meine Liege hier kann ich anscheinend kein Essen bestellen. Oder Getränke, also hier gibt es keinen Service. Vielleicht bin ich auch jetzt schon zu spät dran hier. So, mein Dinner-Gast ist da, hier Mats. Wir haben uns ja auch wirklich lange nicht gesehen. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Mats ist nämlich gerade auch in Dubai. Und wir essen jetzt zusammen hier erstmal lecker am
Burj Al Arab Gebäude. Wie gefällt's dir hier? Gekühlte Tomatensauce. Aber das ist sehr lecker. Ja, ist nice. Also man wird so ungefähr 80 Mal in 15 Minuten gefragt, so, ob alles okay ist. Sonst ist alles gut, ne? Ja, sonst gut. Nice. Ich finde es hier auch wirklich, man sitzt hier optimal, schöne Aussicht. Ja. Und wir lassen es uns hier jetzt mal schmecken, ne? So, kleine Vorspeise, hier gibt es einen leckeren Burrata. Schmeckt gut. Hast du gut ausgesucht. So, Hauptgang ist da. Für mich gibt es hier so eine Rigatoni, Mozzarella Pasta und Mats hat irgend so einen Fisch. Ja. Fisch. Dorade. Und schmeckt? Ja, sehr geil. Kulinarisch muss man sagen, auch hier das Burrata, ne? Super lecker, aber wir zahlen jetzt auf jeden Fall auch über 100 € umgerechnet. Wobei, das ist ja auch, du hast es auch gesagt, Dirk, das teuerste Hotel Dubais, ne? Ja, aber schon, also wir zahlen, glaube ich, fast 100 € pro Person gefühlt, ne? Meinst du? Mit Getränken, Brot. Cola kostet wahrscheinlich hier auch einen 10er oder 8 €. Ja, also der Fisch kostet über 50 €. So, okay. Schauen wir mal. Leute, das habe ich euch hier noch gar nicht gezeigt. Das ist einmal unten und wow. Also, hey, da geht's noch so hoch, ne? Es ist schon wirklich sehr hoch hier. Warte, ist das ist jetzt das Zimmer. Achso, das ist jetzt so eine Zwischenlounge. Das ist jetzt quasi Wohnzimmer und oben ist Schlafzimmer und so. Das ist schon so richtig unnötig, ne? Ja, aber das braucht man halt auch alleine, ne? Braucht man unbedingt. Ehrlich, den Luxus brauchst du, ne? Ja, das kam hier halt, wie gesagt, eben an. Kannst hier noch was nehmen, wenn du willst. Ja, wir können den Wein uns gleich reinsteppern, ne? Unbedingt. Habe ich auch schon angefangen. Exklusiver Burj Al Arab Wein. Ja. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Junge, dieser Spiegel an der Decke, ne, der ist ja wirklich so groß. Ich war gestern mit Mats noch ein bisschen unterwegs und deswegen habe ich, glaube ich, auch gar nicht gesagt, dass ich schlafen gegangen bin. Jetzt bin ich aufgewacht. Habe sehr gut geschlafen. Neuer Tag in Dubai, ich freue mich. Ich habe einfach gestern so ewig gesucht, bis ich diese Schalter entdeckt habe für die Vorhänge. Das sieht doch wieder nach Top-Wetter aus. Geil, da unten ist einfach so ein Typ auf... er kann es doch nicht. Boah, das würde ich auch mal gern machen. Also eine Sache, die hier wirklich ein bisschen nervt, ohne Witz, ist, dass es so groß ist. Wenn ich jetzt gleich auschecke, ich laufe da einfach 3 Minuten hin oder so. Egal, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Leute, hier auf der Etage gibt es ja auch noch hier diesen Thalys Bar. Und ganz oben ist auch noch so eine Sky Bar. Aber ich glaube, das muss ich jetzt mir nicht angucken. Ich muss auch jetzt gleich schon wieder auschecken. Ich habe es halt gestern nicht geschafft. Aber hier, da wollte ich wenigstens einmal reinschauen. I think inside. So, das sieht doch mal nach einem richtig geilen Frühstück aus. Ich starte jetzt hier mit so einem Avocado-Brot. Das kam auch noch an. Also das ist wirklich das beste Avocado-Toast, was ich hier gegessen habe. Achso, ist kein Toast. Und es gibt natürlich auch ein sehr umfangreiches Buffet. Hier wird alles frisch zubereitet, man konnte Waffeln essen, die ganzen üblichen Eigerichte und so weiter und so fort. Aber was bei den Luxushotels schon cool ist, ist, dass man auch die ganze Zeit am Platz bedient werden kann und quasi nicht aufstehen muss. Ich hätte mir mein ganzes Frühstück auch einfach aufs Zimmer liefern können, das habe ich aber irgendwie zu spät erfahren. Frühstück auf jeden Fall 1A mit Sternchen. Nach dem Frühstück habe ich mir dann auch noch einmal den Indoor-Pool-Bereich auf der 18. Etage angeschaut. Ich muss aber sagen, hier hat man echt gemerkt, auch wenn man mal kurz einen Blick ins Gym wirft, dass das alles schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Es gibt dort übrigens auch ein Gym und einen Pool nur für Frauen. So Leute, es ist an der Zeit auszuchecken und ich dachte mir, ich mache die Bewertung vom heutigen Hotel mal hier im Whirlpool, weil ich saß hier nicht drin und irgendwie ja auch schade. Jetzt sitze ich halt einmal drin, nur ohne Wasser, aber ist ja besser als gar nicht. Mit dem schönen Hintergrund hier, das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Fangen wir wie immer an mit dem Zimmer. Ich muss sagen, ist natürlich absolut Weltspitze. Ich glaube, es gibt kein Hotel auf der ganzen Welt mit krasseren Zimmern. Klar, wir müssen uns ein bisschen über die Inneneinrichtung streiten. Das hätte man auch optisch schöner lösen können, ist halt nicht mein Geschmack. Aber trotzdem natürlich ein grandioses Zimmer. Ich werde es nie vergessen, hier einmal geschlafen zu haben. Essen sowohl gestern Abend als auch heute Morgen das Frühstück fand ich auf jeden Fall sehr solide, hat lecker geschmeckt. Meine Pasta, die ich gestern Abend hatte, war echt gut. Ich habe schon bessere Pasta gegessen. Das Frühstück heute Morgen war auch ganz nett. Ich hatte noch nicht so Hunger, weil mir irgendwie ein bisschen schwindelig ist vom Wetter hier. Service würde ich schon fast sagen zu heftig. Hier wurde durchgehend geklingelt. Allein gestern Nachmittag, als ich am Laptop war, ja 4-mal. Erst kam das, dann kam das. Ist natürlich geil und an sich ein klasse Service. Die Leute sind hier alle super zuvorkommend. Du wirst überall angelabert und dir wird ein schöner Tag gewünscht. Das ist ja immer dieses typische Good morning, sir. Where are you going, sir? Have a nice day, sir. So dieses halt, ne? Das ist, ja, Erlebnis auch absolut geisteskrank vom Erlebnisfaktor definitiv. Allein wegen des Zimmers auch. Das krasseste Hotel bis jetzt von allen. Auch das Gebäude, das ist schon sehr imposant. Es ist natürlich ziemlich in die Jahre gekommen mittlerweile, keine Frage. Das Burj Al Arab wurde 1998 erbaut, habe ich mal gegoogelt. Also es ist einfach schon 26 Jahre alt. Und von außen als auch von innen sieht man das natürlich auch so ein bisschen. Trotzdem hatte ich hier auf jeden Fall einen wunderbaren Erlebnisfaktor. Preis-Leistung,
Okay, es ist natürlich ziemlich teuer. Wenn man früh genug bucht, dann bekommt man es vielleicht mal so für 1000 Euro, 1100 Euro die Nacht. Ich habe jetzt 1540 Euro bezahlt, was mir schon natürlich auch ein bisschen wehtut. Jede Menge Kohle. Natürlich bei so einem großen Zimmer, es ist ja quasi wie eine Suite. Wenn man es dann auf einen Quadratmeter runterrechnet, ist der Preis in Ordnung. Es ist einfach schwierig zu vergleichen, weil die anderen Hotels sind ja alle kleiner oder die Zimmer, wo ich schlafe. Wir sind hier in Dubai. Die absoluten Top-Class-Hotels kosten hier halt Kohle. Deswegen finde ich so 1000 Euro für diese Nacht, fände ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 1500 dann schon echt ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt hier auf 8,4 von 10 Punkten gekommen. Damit landet das Hotel bis dato auf Platz 2. Ja, kurz und knackig. Abonniert den Kanal, Leute, für weitere geile Reisevideos. Und wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Gibt's schon einen neuen Upload. Haut rein. Ciao.